David Cronenberg, George A. Romero, Dario Argento, das waren alles Horrorvisionäre ihrer Zeit. Wenn man sich das Ganze von den aktuellen Jahrgängen anschauen müsste, wären wir wahrscheinlich bei Guillermo del Toro. Ein großartiger Regisseur mit einer großartigen Vision, der uns im Laufe seiner Karriere schon einige wirklich großartige Filme serviert hat. Zuletzt war es Crimson Peak, der jetzt von Arrow Video in England in einer neuen Limited Collectors Edition erschienen ist. Und bevor wir uns das eigentliche Frontcover anschauen, leider bei mir hier ein kleines Auer drauf, schauen wir noch einmal auf das Backcover, das wir dafür dann nämlich entfernen müssen. Hier erfahren wir einerseits ein bisschen was über die Inhaltsangabe des Films, über diese Limited Edition, und ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, sonst sitzen wir morgen noch da. Auf jeden Fall eine Edition mit umfangreichen Bonusmaterial, das hier angefertigt wurde für diese Edition, inklusive einem 80-seitigen Hardcover-Buch mit Texten und Interviews und Konzept-Artwork, was ich relativ cool finde, was wir dann aber erst in Kürze sehen werden in diesem Video. Das Ganze in einer richtig schönen Schachtel, muss man in dem Fall eigentlich sagen. Aber zuerst einmal ein Blick auf das Cover-Artwork. Und das ist in diesem Fall, man muss ja dazu sagen, Crimson Peak ist mittlerweile schon in einigen Mindfuckian Artworks erschienen, aber das ist so wahrscheinlich das mondoigste, das abgefahrenste, aber in meinen Augen auch eines der wirklich absolut schönsten Designs, die wir zu diesem Film bekommen haben. Da steckt so viel drin, so viele Details. Ich weiß gar nicht, ob das die Handykamera ansatzweise erfassen kann. Wenn ich da noch näher dran gehe, hey, die Kamera ist geil. Wie viele einzelne Feinheiten hier drinnen sind oder hier alleine in diesem Brustkorb verarbeitet sind, da hat sich der Künstler wirklich, wirklich Mühe gegeben, ein absolut großartiges Design zu entwerfen, und das ist wirklich gelungen. Das ist wunderschön, obwohl es in Wirklichkeit mit Rot, Türkis und Schwarz nur dreifärbig ist das ein absolut wunderschönes Design. Dann finden wir hier noch dieses Motiv auf dem Backcover. Da muss man echt sagen, Arrow Video startet auf jeden Fall stark ins Jahr 2019, nachdem es 2018 zwar auch etliche wirklich sehr geile Arrow Video VÖs gab, aber mir trotzdem irgendwie schwer tat, was Außerordentliches für die Top 10 zu finden, hat man jetzt einmal im Jahr 2019 mit Arrow, mit Waterworld und Crimson Peak schon einmal zwei absolute Garanten für eine Platzierung auf so einer Liste gefunden. Wir finden hier und das ist wirklich etwas Geniales. Ich habe eigentlich, wie ich das Ganze bekommen habe, geglaubt, dass da ein Digipack ist mit dem Film und hatte mich urgefreut, aber in Wirklichkeit ist es, abgesehen davon, dass es wunderschön gestaltet ist und dieses Design wieder mal ein Meisterwerk, wunderschön, wie das hier eingepackt ist es eben nicht ein Digipack mit dem Film, sondern es ist die Hülle für das Buch. Und das ist für mich aber auch irgendwie was absolut Neues. Ein Hardcover, bist du deppert! Holy freaking shit. Okay. Okay, das ist geil. Ist das schön. Leider das Backcover überhaupt nicht gestaltet. Das ist für mich immer ein absolutes Manko. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn man da ein bisschen in diese Box hineinblickt, mit dem Schuber, mit dem Booklet, mit dem Außencover, das ist mit Sicherheit eine der schönsten Blu-ray-Boxen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Heilige Scheiße, ist das genial. Dann haben wir in diesem Hardcover-Buch, wie bereits eben angekündigt, 80 Seiten umfasst das Ding circa. Einige Bilder davon, Archivzeichnungen, Behind-the-Scenes-Fotos zum Beispiel,
neue Texte. Wunderbar. Das ist wieder mal wunderschön designt. Und dann hier im letzten Teil noch einige Konzeptzeichnungen. Vor allem die möchte ich einmal hervorheben. Das ist ja wirklich auch was Geniales. Super schön gezeichnet. Ein absolutes Meisterwerk wieder mal. Und das im Schuber. Ein Buch im Schuber. Das ist tatsächlich das unnötigste Bonzen-Gimmick ever. Aber es ist geil. Es ist absolut geil. Neben dem haben wir dann in der Box noch doppelseitige Karten eigentlich. Hier mehr so Charakterkarten. Sehr schön auch einheitlich gestaltet. Und auf der anderen Seite dann noch andere Motive. Das ist cool. Und zu guter Letzt natürlich auch noch ein Poster. Einerseits mit diesem Motiv hier und auf der anderen Seite dann auch wirklich geil mit diesem Motiv, das jetzt in meinem Video quasi ein bisschen unwillentlich in 3D konvertiert wird. Aber das sieht cool aus und in der Box wartet dann auf der rechten Seite bei der ganzen Ausstattung fast schon alleine gelassen und verloren die eine armselige Blu-ray, wo dann auch tatsächlich der Film drauf ist. Sehr schön auch mit diesem Fehl-Schriftzug im Hintergrund. Das ist wirklich geil. Da hat Arrow Video wirklich ein absolutes Meisterstück veröffentlicht. Das ist sicherlich jetzt einmal die ganzen riesen fetten Editionen wie diese Herschel Gordon Lewis Box oder With Nail and Eye außen vorgenommen. Das ist mit Sicherheit eine der schönsten Dinge, die Arrow Video jemals auf den Markt gebracht hat. Also ich weiß, die Top 10 der coolsten, besten und schönsten Arrow-Video-VÖs des Jahres 2019 wird mir alleine schon deswegen nicht wahnsinnig schwer fallen, weil das ist einfach nur geil. Wahnsinn.